diesem Video zeige ich dir, wie du sie meisterst, ihre beste Ausrüstung und in welchem Spielmodi sie am stärksten ist. Und als Bonus verrate ich dir, gegen welche Gegner sie stark oder schwach ist. Let's go! Kennst du wirklich die richtige Grundtaktik für Brawlerin Jackie? Jackie ist eine Nahkämpferin mit hohem HP und starkem Flächenschaden. Ihr Hauptangriff, der Presslufthammer, verursacht großen Schaden in einem kleinen Kreis um sie herum. Daher musst du versuchen, in die Nähe deiner Gegner zu gelangen. Wichtig, ihr Angriff geht durch Mauern durch. Nutze Jackies hohe HP, um ganz nach vorne zu gehen. So kannst du dein Team unterstützen und den Gegner unter Druck setzen. Bewege dich ständig und versuch schwierig zu treffen zu sein, aber treff dabei gleichzeitig die Gegner. Versuch mit Jackie mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Nutze dabei die Deckung, um dich zu schützen und dann überraschend anzugreifen. Jackies Bewegungsgeschwindigkeit ist durchschnittlich. Deshalb warte, bis deine Gegner abgelenkt oder verwundbar sind. Greif sie an, wenn sie sich in einem engen Raum befinden, wo sie schwer ausweichen können. Nutze deine Superfähigkeit, um sie zu verlangsamen und dann zuzuschlagen. Beobachte dabei immer das Verhalten deiner Gegner. Wenn sie gerade ihre Fähigkeiten eingesetzt haben, sind sie oft für kurze Zeit verwundbar. Nutze diesen Moment. Sei besonders vorsichtig bei Fernkämpfern. Sie können dich auf Distanz treffen. Kombiniere deinen Angriff mit dem Angriff deines Teams, um maximalen Schaden anzurichten. Jackies Rolle im Spiel ist es, Druck auf die Gegner auszuüben und Bereiche auf der Map zu kontrollieren. Weißt du wirklich, wie du optimal Jackies Superfähigkeit einsetzt? Ihre Superfähigkeit 4E zieht alle Gegner in ihrer Nähe zu ihr heran und verlangsamt sie. Nutze also die Fähigkeit, um Gegner zu dir zu ziehen, damit du sie leichter angreifen kannst, und kombiniere diese Superfähigkeit mit deinem Hauptangriff. Darum achte darauf, dass du deine Angriffe bereit hast, bevor du die Superfähigkeit einsetzt. Und dann erledige sie, wenn du sie zu dir ziehst. Setz die Superfähigkeit ein, wenn mehrere Gegner nah zusammenstehen, um sie alle gleichzeitig auszuschalten. Achte darauf, dass deine Teamkollegen auch bereit sind, deinen Superangriff zu unterstützen. Sei vorsichtig, dass du sie nicht in Situationen verschwendest, in denen du keine Unterstützung hast. Verwende die Superfähigkeit, um bewegliche Gegner wie Leon oder einen Mortis zu fangen. Welche Gadgets und Star Powers sind die besten für Brawlerin Jackie? Das erste Gadget, der Bohr Booster, erhöht Jackies Bewegungsgeschwindigkeit für kurze Zeit. Nutze es, um schnell in den Nahkampf zu gelangen oder um zu fliegen. Das zweite Gadget, Wiederaufbau, repariert die Umgebung um Jackie herum. Das ist ideal, um Deckungen wiederherzustellen und strategische Positionen zu sichern. Die erste Star Power mit Schmackes verwandelt einen großen Teil deines erlittenen Schadens in einen Gegenangriff. Perfekt, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Die zweite Star Power, harter Hut, reduziert deinen erlittenen Schaden recht deutlich. Das erhöht Jackies Überlebensfähigkeit erheblich. Die besten Gears für Jackie finde ich Superaufladung und Schild. Bewegungsgeschwindigkeit nehme ich nur, wenn die Map viele Büsche hat. Die beste Kombination ihrer Ausrüstung ist Bohr Booster für Bewegungsgeschwindigkeit mit Schmackes für mehr Damage. Zusammen mit den Gears für Superaufladung und Schild. Und natürlich ihre Hyperladung. Mit dieser Kombination kommt Jackie schnell in den Kampf und macht dort hohen Damage. In welchen Spielmodi ist Brawlerin Jackie am stärksten? Hier sind ihre Top 3 Spielmodi mit hoher Gewinnrate und wo sie oft gespielt wird. In Brawl Ball ist Jackie hervorragend, um den Ball zu kontrollieren und Gegner fernzuhalten. Nutze im Angriff ihre Superfähigkeit, um Gegner von der Torlinie wegzuziehen. So kannst du deinem Team helfen, Tore zu schießen. Mit dieser Fähigkeit kannst du auch Gegner vom Ball trennen. Jackies Fähigkeit, Bereiche zu kontrollieren, ist im Brawl Ball sehr stark. Achte darauf, welches ihre besten Mitspieler in diesem Modus sind. Auch in Juwelenjagd ist Jackies Fähigkeit, Bereiche zu kontrollieren, ein großer Vorteil. Halte Gegner vom Juwelen-Spawnpunkt fern und schütze deinen Juwelensammler. Hier sind ihre besten Juwelenjagd-Mitspieler. Im Modus Hot Zone kann Jackie die Wege dominieren und Gegner so daran hindern, die Zone zu betreten. Oder sie kann Gegner effektiv in Zonen bekämpfen oder sie rausdrängen. Hier sind die besten Hot Zone-Mitspieler für Jackie. In Duo- und Solo-Showdown wird Jackie ebenfalls sehr oft gespielt. Hier sind ihre besten Mitspieler für Duo-Showdown. Buzz und Jelly auf dem S-Tier, also sehr stark. Duck, Kid, Edgar und Dynamite auf dem A-Tier, ebenfalls gute Partner. Gegen welche Gegner hat Brawlerin Jackie richtig Probleme? Sie hat vor allem Probleme gegen Gegner mit hoher Reichweite, weil sie nicht an sie rankommt. Beispiele sind Piper, Brock oder Crow. Crows Giftangriffe machen es ihr zusätzlich schwer, sich zu heilen und ihn zu fangen. Gegen diese Gegner kannst du nur kämpfen, wenn es klare Pfade gibt, wo sie durch müssen.
und du darum an sie rankommst. Was zum Beispiel sehr oft in Brawl Ball der Fall ist und deshalb wird sie dort auch sehr oft gespielt. Gegen welche Gegner ist Brawlerin Jackie besonders stark? Nahkämpfer, die in ihren Angriffsbereich rein müssen, um mit dir zu kämpfen, kann sie schnell ausschalten. Zum Beispiel El Primo. Auch Rosa hat Mühe gegen Jackie. Bull ist ein weiterer Nahkämpfer, den sie gut erledigen kann. Willst du bessere Mitspieler? Dann teile dieses Video jetzt mit deinen Freunden. Und für mehr Brawl Stars Tipps und Tricks abonniere jetzt meinen YouTube-Kanal.